Zack. Geht's? Oh ja, es geht. Oh, ich schwitze. Hallo, Stefan Pietrik hier und willkommen im ersten Video nach der etwas zu lange geratenen Sommerpause. Es ist genau 2 Monate her, dass ich mein letztes Video veröffentlicht habe. War so nicht beabsichtigt. Ich habe zwar gesagt, im September geht es weiter, aber es ist jetzt September. Aber eigentlich dachte ich, ja, so irgendwie Mitte, Ende August wird schon klappen. Es dauert eben immer etwas länger als geplant für die Sachen, die man sich so vornimmt und die man dann macht. Kennen Sie sicher, wem sage ich das? Was mich sehr gefreut hat in dieser Zeit, in den 2 Monaten, ist tatsächlich meine Abonnentenzahl von, ich glaube es waren vorher 4.800, auf über 5.000 geklettert. Wow! Und zum Einstieg habe ich einen vermeintlich leichten Song gewählt. Vermeintlich deshalb, weil das Intro nicht wirklich einfach ist. Da haben viele wahrscheinlich Schwierigkeiten damit. Ist aber eine Übung wert, auf jeden Fall. Ich mache es deshalb auch am Ende des Videos. Ja, Intro am Ende des Videos, logisch. Aber die Strophe und der Refrain ist doch relativ leicht zu spielen. Und was mir dabei aufgefallen ist, das war mir gar nicht bewusst, als ich das Lied dann rausgesucht habe. Major Tom. Hatte ich ja im letzten Lied vor der Sommerpause auch einen Major Tom mit Space Oddity. Jetzt haben wir wieder einen Major Tom, diesmal von Peter Schilling. Jetzt brauchen wir dazu eine Gitarre und ein Elektro. Yeah, das geht los. Okay. Da ist noch ein Stimmgerät dran. So, weg damit. Au. Gut. Die Strophe beginnt mit E5, also ein Quintakkord, nur Grundton und Quint, wird hier oder klingt hier und das Ganze abgedämpft. E5, Zeigefinger auf den zweiten Bund der A-Seite, E-Seite und A-Seite werden dann angeschlagen. Abgedämpft heißt deine Handkante auf den Steg und die 2 mit Abschlägen anschlagen. Pro Takt, also auf 1 und 2 und 3 und 4 und das Ganze 2 Takte lang. Danach kommt ein A5, Zeigefinger geht jetzt runter auf die D-Seite in den zweiten Bund, angeschlagen wird die A- und die D-Seite. Natürlich wieder abgedämpft, Achtelanschläge, aber nur 7. Ja, nämlich nur 1 und 2 und 3 und 4. Und dann kommt D5. Zeigefinger auf die G-Seite im zweiten Bund und Ringfinger auf den dritten Bund der B-Seite. Und hier kommt zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal ein betonter Anschlag nicht abgedämpft. Für den nächsten Takt bleibst du auf dem D und spielst wieder 8 abgedämpfte Anschläge. Diese ersten 4 Takte einmal zusammen. Das Ganze wird dann wiederholt, also wieder 2 Takte E, ein Takt A, ein Takt D. Danach kommt ein C5, erster Finger, ein dritter Bund A-Seite und Ringfinger, 5. Bund D-Seite. Die tiefe E-Seite dämpfe ich mit dem Zeigefinger ab, indem ich sie leicht von unten berühre. Außerdem liegt mein Zeigefinger auch so, ich hoffe du siehst es hier, dass ich alle anderen Saiten, die unter dem Zeigefinger sind, auch abgedämpft habe. Das heißt, wenn ich mal alle Saiten anschlage, warum auch immer, klingen nur die 2, die ich gegriffen habe. Danach wieder ein Takt A5.
und 2 Takte E5. Die komplette Strophe einmal im Zusammenhang. Das, was ich jetzt vorgespielt habe, war noch keine ganze Strophe, sondern du musst das Gleiche nochmal oder das Ganze nochmal wiederholen und erst dann ist es eine Strophe. Jetzt kommt so eine Art Pre-Refrain. In den meisten Büchern steht es unter Strophe noch drin. Ich habe es jetzt mal gekennzeichnet als Pre-Refrain. Ein B5. Du erinnerst dich sicher noch an das C5, ne, im dritten Bund. B5 wird genauso gegriffen, nur Zeigefinger im zweiten Bund und Ringfinger D-Seite, vierter Bund. Achtelschläge, 2 Takte lang. Solltest du noch Probleme haben mit den Quintakkorden, hat man tatsächlich, weil die Geschichte mit dem Abdämpfen ist oder fällt oftmals schwierig, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat, dann greif einfach die Standardakkorde dazu. Das heißt, statt E5 ein E-Moll. Statt A5 ein A-Moll. Statt D5 D-Dur. Statt C5 ein C-Dur. Und was haben wir noch? Statt B5, da gibt er mal ein bisschen Mühe, dass es B5 dann auch klappt, weil hier klingt weder ein B-Moll, also wer wirklich freiwillig jetzt ein Barré spielen will, statt einem Powerchord oder einem Quintakkord, okay, selbst schuld, B-Moll noch B-Dur klingt hier besonders toll oder irgendwie passend. Aber vielleicht nutzt du hier die Gelegenheit, tatsächlich dann mal ein Quintakkord zu trainieren, mit Zeigefinger und Ringfinger. Ja, hast gesehen, Zeigefinger, zweiter Bund A-Seite, Ringfinger, vierter Bund D-Seite. Zeigefinger stößt oben auf die E-Seite an die E-Seite an, dass er nicht mitklingen kann. Und der Zeigefinger liegt dann noch fast wie ein Barré, aber nicht gedrückt, ne? Das wäre jetzt gedrückt. Und hier liegt er nur auf und dämpft die unteren Saiten mit ab. Nach dem Pre-Refrain kommt der Refrain. Hier habe ich mich dazu entschlossen, Standardakkorde zu spielen und einen relativ einfachen Anschlag. Du kennst ihn bestimmt schon. 1, 2 und 3 und 4 und ab, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Das Ganze mal am Beispiel G-Dur. Du kennst hoffentlich G-Dur. Ringfinger, dritter Bund, tiefe E-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund A-Seite und kleiner Finger, dritter Bund, helle E-Seite. Oder auch mit zweiter, erster und dritter Finger gegriffen. Oder was ich noch immer öfter sehe, trotzdem den kleinen Finger. Hier 1, hier 2, hier 4. Refrain beginnt mit einem Takt G-Dur. Danach ein Takt D-Dur. Ein Takt A-Moll.
Dann einen halben Takt, ein C-Dur. Hier spielst du nur 1, 2 und wechselst dann auf D-Dur und spielst 3, 4 und. Das Ganze einmal zusammen. Diese 4 Takte werden dann wiederholt und danach geht es wieder in ein E5-Akkord. 2 Takte lang, abgedämpft, Achtelschläge. Den Refrain einmal komplett. Und jetzt, wie angekündigt, das Intro. Hört ihr das Original an? Es ist das Intro ziemlich lange. Ich habe das hier ein bisschen abgekürzt. Es ist schön, wenn man es spielt. Man erkennt daran auch das Lied, natürlich hier, ne? Sehr prägnant. Aber man muss es, glaube ich, nicht ganz so lange spielen, wie es im Original ist. Ich habe mich dafür entschieden, E, ne? Nur der Ton E. Abgedämpft natürlich, eigentlich das Ganze, nicht nur eigentlich, das ganze Intro abdämpfen. Ja, wieder mit Handkante auf den Steg hier. Und dann 8 Schläge E, nur die E-Seite. Ja, 8 Schläge, 8 Achtelschläge kannst du als Abschläge machen oder auch als Wechselschlag. Ich habe mich hier für Abschläge entschieden, das klingt etwas gleichmäßiger, muss ich zugeben. Und danach, achso, diesen Takt wiederholst du dann, ja, zweimal hintereinander dieses E. So, und jetzt kommt der prägnante Teil und auch etwas schwieriger Teil. Ich nehme dazu einen Wechselschlag, das heißt einmal ab, einmal aufschlagen für die einzelnen Töne. Es funktioniert natürlich auch mit nur Abschlägen. Probier aus, was dir hier besser liegt. Mir liegt hier der Wechselschlag besser. Zuerst die leere E-Seite, dann den zweiten Bund D-Seite, leere D-Seite. Achso, der komplette Anschlag ist abgedämpft, ne? Hörst du sicherlich. Also nochmal von vorne. Leere E-Seite, zweiter Bund D-Seite, leere D-Seite, dann wieder der zweite Bund, dann die leere A-Seite, zweiter Bund A-Seite, leere D-Seite und zweiter Bund D-Seite. Dann wieder leere E-Seite, wieder zweiter Bund D-Seite, leere D-Seite, zweiter Bund D-Seite. Jetzt mit dem dritten Finger auf den dritten Bund der tiefen E-Seite greifen, den Mittelfinger lässt du liegen, schlägst die E-Seite an, schlägst wieder die D-Seite an, dann mit dem Zeigefinger auf den zweiten Bund der tiefen E-Seite, diese wieder anschlagen und wieder die D-Seite anschlagen. Diesen zweiten Takt nochmal. Das Ganze würde ich dann zweimal spielen, also diese beiden Takte würde ich zweimal spielen.
Dann in ein A5 gehen, kennst du ja schon aus dem Lied, ne? A5, zweiter Bund D-Seite und A und D-Seite anschlagen. Ach so, ich muss dazu sagen, ich komme ja aus diesem Einzeltonspiel raus. Das heißt, dritter Bund, zweiter Bund, hier zweiter Bund E-Seite, zweiter Bund D-Seite. Dann bleibe ich natürlich fürs A mit dem Mittelfinger auf der D-Seite. Nehme nicht wie normalerweise üblich den Zeigefinger auf der D-Seite, sondern nehme hier einfach den Mittelfinger auf der D-Seite. 2 Takte lang, Achtel, ne, abgedämpft. Und danach geht es dann auf E5. Dazu nehme ich dann einfach den Zeigefinger, greife damit den zweiten Bund der A-Seite. Den Mittelfinger kann ich wegtun, kann aber auch einfach liegen lassen. Es ist immer noch ein E5, sieht aus wie ein E-Moll. Aber indem ich ja nur hier E- und A-Seite anschlage und eventuell noch die D-Seite, ist es nur ein Quintakkord. Keine Terz dabei. So, und das war's schon zu Major Tom von Peter Schilling. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Du weißt, die 5000 wollen gefüttert werden, das sollen ja noch 10.000 werden dann. Demnächst. Die nächsten 5 Jahre oder so. Okay. Ciao und bis zum nächsten Video.